Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir nochmal ein super leckeres, kalorienarmes Dessert. Und zwar gibt es heute mal was Leckeres mit Blaubeeren. Und wie ich das Rezept zubereite und wie das Dessert nachher aussieht, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach sagen, auf geht's! Für das heutige Dessert benötigen wir Skyr. Davon nehmen wir insgesamt einen halben Becher, das entspricht 250 Gramm. Den Skyr, den geben wir in eine tiefe Schüssel. Zu dem Skyr geben wir jetzt noch ca. 250 Gramm Magerquark. Das entspricht auch ca. einer halben Packung. Die Menge des Desserts reicht hier für 2 große Gläser. Als nächstes verwendet ihr kalorienfreien Zucker. Ich verwende hier Erythrit und verwende 2 Esslöffel. Und jetzt wird das Ganze erstmal mit einem Schneebesen verrührt, bis eine cremige Masse entsteht. Erst dann sieht man, wie fest die Masse ist und wie viel Milch man in etwa dran geben muss. Die Milch solltet ihr wirklich nur schrittchenweise dazugeben und immer nur kleine Schlücke und dann wieder rühren, um zu sehen, wie die Konsistenz der Masse ist. Und das macht ihr einfach so lange, bis ihr eine schöne cremige Masse erhaltet. Ich gebe hier jetzt noch mal einen kleinen Schluck Milch dazu und dann rühre ich wieder, um zu schauen, wie die Masse sich verhält. Ich finde sie noch nicht ganz cremig genug, deshalb gebe ich wirklich nur noch einen ganz kleinen Schluck Milch dazu. Und so solltet ihr das auch machen, bis ihr die gewünschte Konsistenz für eure Masse erreicht habt. Ich habe hier insgesamt circa vielleicht 30 Milliliter Milch dazu gegeben. Und da die Creme jetzt schon fertig ist, können wir schon mit dem Anrichten der Gläser beginnen. Unten in die Gläser gebe ich von der Creme. Darüber kommen dann die gut gewaschenen Blaubeeren. Ich habe hier circa für 2 Gläser 200 Gramm Blaubeeren berechnet. Auf die Blaubeeren geben wir dann wieder von der leckeren Creme. Und über die Creme gebe ich jetzt in jedes Glas 1 Teelöffel von den Zartbitter-Schokosplittern. Das gibt dem Dessert einen richtig schönen Pep. Und über die Schokosplitter gebe ich jetzt wieder eine Handvoll von den Blaubeeren. Sieht das nicht lecker aus? Und ich habe die Blaubeeren vorher probiert, die sind richtig schön süß. Deshalb braucht es hier auch keinerlei mehr zusätzlichen Zucker. Und über die Blaubeeren kommt dann wieder die leckere Creme. Und die läuft so richtig schön vom Löffel. Diese Konsistenz finde ich echt klasse. Und wie gesagt, mit der Zugabe der Milch könnt ihr eure Konsistenz ganz individuell selbst bestimmen. Auf die Creme verteilen wir dann wieder ein paar Blaubeeren. Sagt mal, was ist denn so euer Lieblingsschichtdessert? Welche Frucht bevorzugt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr Lust auf mehr Desserts habt, empfehle ich euch meinen zweiten Kanal, einfach nur Nachtisch. Den verlinke ich euch jetzt oben in der Infokarte in der Ecke. Schaut gerne mal bei mir vorbei. Über die Blaubeeren verteilen wir jetzt noch den Rest unserer Creme. Und wie ihr seht, reicht die Creme ganz genau für 2 so große Dessertgläser. Den Link zu den Dessertgläsern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link bestellt, unterstützt ihr meinen Kanal. Das Ganze toppen wir jetzt noch mit einem Teelöffel leckerer Schokostreusel. Und so schaut unser leckeres Blaubeerdessert jetzt aus. Kalorienarm und lecker. Und das macht mal richtig satt und ersetzt eine ganze Mahlzeit. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.